Hi, hier ist Gesche Michael Roach und wir sind zurück bei den Nagarjuna-Klassen. Arya Nagarjunas Unterweisung wird Weisheit genannt, einfach nur Weisheit. Und ich finde, der Titel des Buches spiegelt irgendwie Nagarjunas Stil wider. Er liebte es, Dinge kurz und bündig zu schreiben, sehr poetisch, sehr, sehr kurz und ein bisschen geheimnisvoll. In der Tat nennen wir diese Serie das Geheimnis der Kapitel. Warum wir das tun, ist, dass diese erste Klasse ein Rückblick darauf ist, was wir bisher geschafft haben. Wir haben bereits 3 Kurse der Lehren Nagarjunas hinter uns. Es wird insgesamt 5 Kurse geben und in den dreien, die wir durchgegangen sind, haben wir 17 Kapitel von den insgesamt 27 Kapiteln behandelt. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Jedes Mal, wenn ich zurückkehre, um mich wieder auf den Unterricht vorzubereiten, fange ich an, mich zu wundern, warum die Kapitel in dieser Reihenfolge sind. Zunächst einmal ist es ziemlich ungewöhnlich, ein Buch mit 27 Kapiteln zu schreiben, bei dem einige der Kapitel, ich weiß es nicht, vielleicht 20 Verse umfassen. Vergiss nicht, dass es sich um Poesie handelt. Und dann sind einige der Kapitel mit nur 2 Versen oder 3 Versen. Das ist also die erste verwirrende Sache. Und dann, Menschen haben sich 2000 Jahre lang, fast 2000 Jahre lang, mit der Frage herumgeschlagen, warum hat er die Kapitel in dieser Reihenfolge geschrieben? Denn es ist schwierig, die Verbindung zu erkennen zwischen den verschiedenen Ideen, die er präsentiert. Es ist ziemlich schwierig, eine klare Abfolge zu erkennen. Jedes der Kapitel für sich ist eine unglaublich wunderschöne Lehre. Einige der Kapitel hängen offensichtlich zusammen. Es gibt Gruppen von Kapiteln, 2 oder 3 Kapitel, die offenbar zusammengehören sollen, aber es gibt keinen klaren Fluss durch die 27 Kapitel. Also hatten Tim Lowenhaupt und ich diese Idee. Johnny Lama selbst, dessen Kommentar wir folgen, kämpfte offensichtlich auch mit diesem Problem. Und, und er schummelt ein bisschen, wenn er den Ablauf der Kapitel erklärt. Er erfindet einen Verlauf und dann passt er die Kapitel daran an. Wenn er also den Fluss erklärt, ist es nicht in der Reihenfolge. Das erste Kapitel kommt etwa nach der Hälfte oder so. Es ist seltsam. Und das sagt er dir nicht wirklich. Er sagt, das hier ist die Logik von Nagarjuna, dem berühmtesten Buch, das jemals über die Leerheit geschrieben wurde, abgesehen von diesen berühmten Sutren wie das Herzsutra oder das Diamantschneider-Sutra. Es ist das berühmteste Buch, das jemals über Leerheit geschrieben wurde. Und es ist nicht ersichtlich, was die Bedeutung des Ablaufes ist. Also haben wir beschlossen, eine besondere Herausforderung für euch alle, die ihr diesem Kurs zuhört, zu stellen. Wir werden euch bitten, in Teams von jeweils 3 oder 4 Personen zusammenzuarbeiten. Ich denke, es wäre cool, wenn die Teams aus verschiedenen Ländern wären. Das werden wir herausfinden, wenn wir euch die Regeln zeigen. Aber jedes kleine Team, 3 oder 4 Leute, versucht herauszufinden, warum das Buch in dieser Reihenfolge präsentiert wird. Und dann präsentieren sie ihre Argumente oder stellen ihren Vorschlag für den Ablauf vor. Jedes Team macht das separat. Und wir werden uns hinsetzen und alle Teams betrachten, die versuchen zu erklären, warum. War Nagarjuna einfach betrunken oder hatte er ADS? Oder gibt es wirklich einen tief liegenden Grund hinter dieser Abfolge? Normalerweise gibt es bei diesen großartigen alten Büchern einen Grund, warum sie etwas tun. Es gibt immer einen bestimmten Sinn im Hintergrund. Und eine der interessantesten Dinge in meinem Leben ist es herauszufinden, worüber sie nachgedacht haben. Was hat er sich dabei gedacht, als er die Reihenfolge festlegte? Also gestern habe ich das Diamantschneider-Sutra unterrichtet. In diesem Sutra stellt sich dieselbe Frage. Wenn du es sorgfältig studierst, wenn du es lange Zeit betrachtest und darüber nachdenkst, darüber meditierst,
kannst du einen Ablauf erkennen. Du kannst eine heilige Abfolge in diesem Sutra erkennen. Und ich fordere euch auf, das Gleiche mit Nagarjunas Weisheit zu tun. Wir werden einen kleinen Wettbewerb veranstalten und wir werden euch in Teams von 3 oder 4 Leuten bitten, eine Präsentation darüber zu machen, was eurer Meinung nach die richtige Reihenfolge ist. Und ich ermutige euch wirklich darüber zu meditieren. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb er die Reihenfolge durcheinander gebracht hat. Er wollte, dass wir darüber nachdenken. Und dann werden wir zufällig dazu kommen, über das Buch nachzudenken. Vielleicht hat er es deshalb getan. Okay, so ganz nebenbei, niemand kann das hier präsentieren. Es ist nämlich meine Vorstellung, dass er es absichtlich vermasselt hat, damit wir darüber nachdenken. Ich hoffe, dass du und ich über die Reihenfolge nachdenken werden müssen und über die Reihenfolge meditieren werden. Denn das ist eine echte Meditation über die Leerheit. Also, wir werden euch mehr über diese Herausforderung erzählen, wenn wir weitermachen. Diese erste Stunde ist ein Rückblick. Wir haben 17 Kapitel bearbeitet. Sie werden Kapitel genannt. Also, wie werden sie eigentlich wirklich genannt? Kann sich jemand erinnern? Ja, Takpa, Pariksha auf Sanskrit. Aber was bedeutet das? Ja, Prüfung. Eine Prüfung oder vielleicht, ich bin auf diese Übersetzung gestoßen und ich dachte an eine Übersetzung, zum Beispiel Untersuchung. Es gibt also 27 Untersuchungen von verschiedenen Ideen. Und jede dieser Untersuchungen untersucht eine andere Frage. Das ist alles so Nagarjuna. Er liebt Untersuchungen. Er liebt es, etwas zu erforschen, um zu sehen, welche Logik sich dahinter verbirgt. Also tatsächlich, es sind 27 Kapitel, die jeweils als eine Untersuchung bezeichnet werden. Ich werde mit euch die ersten 17 Untersuchungen wiederholen. Übrigens, ich werde dir einen Hinweis geben. Wenn du deine Idee für die Reihenfolge der Kapitel vorstellst, ich werde dir das Leben leichter machen. Einige der Kapitel hängen in Bündeln zusammen. Es ist irgendwie schwer, sich hinzusetzen und über den logischen Fluss von 27 verschiedenen Dingen zu denken. Aber in Wirklichkeit sind es nur etwa 12 oder 15, denn einige der Kapitel gehören offensichtlich zusammen. Ich werde diese heute mit euch durchgehen. Das wird den Arbeitsaufwand, den du zu tun hast, verringern. Du musst nicht 27 verschiedene Verbindungen anschauen, um zu sehen, wie der Fluss ist. Ich denke, man schafft es mit etwa 12 oder 15 verschiedenen Verbindungen zwischen dem Verlauf. Ich werde euch also dabei helfen. Also, wenn ich die Kapitel wiederhole, werde ich diesen berühmten Abschnitt vom Anfang von Chone Lamas Kommentar verwenden. Für mich ist das ein Abschnitt, auf den ich immer wieder zurückkomme, weil ich mich immer wieder frage, warum Nagarjuna das gemacht hat. Warum ist er dorthin gegangen? Warum ist Arya Nagarjuna so herumgesprungen? Was war seine Logik? Offensichtlich hat die Frage auch Chone Lama beunruhigt und er gibt eine Antwort. Er sagt, hier ist der Ablauf. Das ist der logische Ablauf der 27. Und dann liefert er ihn. Aber er gibt ihn durcheinander. Er ändert die Reihenfolge, damit es logisch ist. Er schummelt. Also, ich werde heute dasselbe tun. Ich werde schummeln und benutze Chone Lamas Reihenfolge. Ich werde dich unterrichten. Ich werde dir erklären, was er denkt, worum es in den einzelnen Kapiteln geht. Und ich werde seine Reihenfolge übernehmen und bringe sie wieder in Ordnung. Er schreibt das erste Kapitel nach dem zweiten und dritten, er mischt sie durcheinander, wenn er die Logik erklärt. Und ich werde sie wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Was wir erreichen sollten, ist eine schöne Übersicht über all die Ideen, die wir bisher hatten. Ungeordnet. Chone Lama außer Gefecht gesetzt. Und deswegen werde ich nicht versuchen zu erklären, warum. Warum geht er zum zweiten Kapitel nach Kapitel 1? Warum geht Nagarjuna von diesem Thema zu jenem Thema? Ich werde euch nur Chone Lamas Mini-Erklärung für jedes Kapitel geben, indem ich Chone Lama aus seiner Reihenfolge nehme.
Ich werde Chone Lama in Nagarjunas Reihenfolge präsentieren. Und dann ergibt es keinen Sinn mehr. Aber wenigstens bekommst du einen schönen Überblick über jedes Kapitel. Und dann ist es dein Problem. Das ist meine Herausforderung an dich. Und das ist die Art von Herausforderung als Lehrer. Diejenigen von euch, nun ja, ihr wisst schon, ich denke, die meisten von euch werden in ihrem Leben Lehrer sein. Und das ist die Art von Herausforderung, die dir als Lehrer hilft. Es macht die Studenten zu einem Teil des Prozesses. Es macht die Studenten zu einem Teil des Teams, das versucht, das Buch zu verstehen. Und das ist der schönste Weg, durch einen Kommentar zu gehen. Das ist die schönste Art zu unterrichten, deine Studenten zu bitten, dir bei einem kniffligen Problem zu helfen. Der Austausch zwischen dem Lehrer und dem Studenten lehrt die Studenten und lehrt auch den Lehrer. Und das ist einfach eine gesunde Sache. Als Lehrer kann man eine Menge von den Ideen der Studenten lernen. Einige der Ideen sind offensichtlich völlig dumm. Ah, das war nur ein Scherz. Aber sie sind alle interessant und sie sind alle anregend. Sie regen dein Gehirn an. Und ihr bekommt alle ein besseres Verständnis des Buches. Und vielleicht hat Nagarjuna die Kapitel geschrieben und dann den Namen in einen Krug zusammengemischt und sie dann einen nach dem anderen herausgenommen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es ist möglich. Okay, ich beginne mit dem Titel des Buches, der für mich hervorragend ist. Das Buch heißt, okay, das ist die erste Zeile in Abschnitt 1. Übrigens, das sind alles meine Notizen und solche Sachen. Danke, dass du das alles vorbereitet hast, Tim. Ich weiß, dass du schon sehr beschäftigt bist. Gehen wir die verschiedenen Wörter hier durch. Uma bedeutet mittlerer Weg, wie du weißt. Madhyamika. Im Grunde genommen, wenn du an das Beispiel in der Küche denkst, dein Mann schreit dich an, wenn du nach Hause kommst, ganz plötzlich. Es gibt zwei Extreme in der Küche. Das eine ist, dass er dich anbrüllt, weil er einen schlechten Tag hatte. Oder er schreit dich an, weil er hungrig ist oder so etwas in der Art. Irgendeinen Grund, dich anzuschreien, der nicht deine Schuld ist. Wenn du also glaubst, dass der Ehemann dich aus irgendeinem äußeren Grund anschreit, der nicht mit dir persönlich zu tun hat, dann ist das eines der Extreme. Das ist wie ein Graben am Straßenrand. Und wir wollen unser Auto nicht in einen Graben fahren. Ich wohne an einer unbefestigten Straße. Der Staat und der Bezirk, sie zahlen nicht für meine Straße. Wir bezahlen sie selbst. Wir haben also auf beiden Seiten einen großen Graben. Es ist total unsicher. Und betrunkene Leute fallen hin und wieder einfach runter. Ihr Auto fällt runter. Wir werden nicht verklagt, weil es eine Privatstraße ist. Wir sagen den Leuten, dass man sie nicht befahren darf. Stell dir also einen Graben auf einer Seite vor. Das ist diese extreme Idee oder diese extrem falsche Vorstellung, dass der Grund, warum dein Ehemann dich anbrüllt, nicht damit zusammenhängt, was du in der Vergangenheit getan hast. Das ist das eine Extrem. Was ist das andere Extrem? Wollt ihr mal raten? Wenn er nicht von sich selbst kommt, existiert er überhaupt nicht. Es gibt einen berühmten Kommentar über das zweite Extrem, dass man nicht zum zweiten Extrem kommen kann, ohne eine schlechte Erklärung der Leerheit. Wenn dir also jemand Leerheit erklärt und am Ende der Erklärung hast du das Gefühl, dass dein Ehemann nie existiert hat oder nicht existiert und deswegen hast du das Recht, ihn zu ignorieren, wirst du ein anderes Problem bekommen. Mittlerer Weg heißt also, einen mittleren Weg einschlagen. Einen mittleren Weg beschreiten zwischen diesen falschen Ideen, dass der Ehemann nicht meine Schuld ist und dass, wenn er nicht meine Schuld ist, er gar nicht existiert. Es ist kein Ehemann in der Küche, der nicht meine Schuld ist, okay? Verstanden? Gut, das ist der mittlere Weg. Das bedeutet Wurzeltext, Mula. Und es bedeutet den Ursprungstext oder das wichtigste, grundlegende, klassische über das Thema der Leerheit. Und eine Menge Leute fügen diese beiden Worte in den Titel ein, aber sie gehören nicht in den Titel, sie sind nur ein Untertitel.
Der eigentliche Titel des Buches ist also einfach Sherab, Prajna, Weisheit. Und ist es nicht typisch für Nagarjuna, ein Buch Weisheit zu nennen? Versuche es dir so vorzustellen, während du es lernst, während du es durchgehst. Ja, es ist der grundlegende Text über den mittleren Weg, aber Nagarjuna wollte, dass du daran mit eleganter Einfachheit denkst. Das scheint das Zeichen einiger Arias zu sein. Einfach Weisheit. Er nennt es einfach Weisheit. Sherabki. Namshe bedeutet eine Erklärung. Jemand wird uns eine Erklärung zum Wurzeltext des mittleren Weges, genannt Weisheit, geben. Und die stammt von Choni Lama. Dieses Namshe bedeutet also ein Kommentar über die Bedeutung von Nagarjuna. Und dann, übrigens, alles, was wir bis jetzt tibetisch hatten, das ist der Untertitel. Im Englischen sagt man Haupttitel, Doppelpunkt, Untertitel. Im Tibetischen sagt man Untertitel, Doppelpunkt, Haupttitel. Also der eigentliche Name des Buches kommt als nächstes. Das ist Sag Rigpe, Gyatso, Jukpe, True Thing. Das bedeutet ein Boot oder ein Schiff. Was ist ein Namdu? Für $100, nicht 100, sondern $10. Ein Flugzeug. Ein Schiff, das durch den Himmel fliegt. Also, Drew, das ist doch süß, oder? Übrigens, das meint eine dreieckige Form und bedeutet Bug des Bootes. Wer behält den Überblick über das Geld? Wir lassen Eddie die Aufzeichnungen durchgehen. Okay, JB macht das. Das sind 10 für Tim. Ja, $10 für Tim. Und das bedeutet also ein Schiff. Avatara auf Sanskrit. Ich wollte über Juk sprechen, weil Jukpa normalerweise bedeutet, etwas zu betreten oder sich auf etwas einzulassen. Aber wenn man über eine Reise durch einen weiten Raum spricht, bekommt Jukpa eine besondere Bedeutung. Und es bedeutet so viel wie quasi ein Einstiegspunkt, wie ein Portal. Was wird dein Portal sein? Was ist der Ausgangshafen? Ist es Los Angeles oder Guangzhou? Wo wirst du in den Ozean hineinsteigen? Das bedeutet, dass irgendwie, wo wirst du deine Reise über den Ozean beginnen? Das heißt Jukpa. Avatara auf Sanskrit. Und dann sagt er zum Ozean, dann nennt er den Ozean Rigpa. Das kann Logik bedeuten. Oder es kann Argumentation bedeuten. Oder es kann klares Denken bedeuten. Nun, hier gibt es ein paar Wortspiele. Der Ozean der Argumentation. So nannte Tsongkhapa seinen Kommentar zu Weisheit. Also Tsongkhapa schrieb einen separaten Kommentar zu diesem Buch Weisheit, den er der Ozean der Argumentation nannte. Also gibt es hier wirklich ein Wortspiel oder einen Witz. Choni Lama sagt, schau, Tsongkhapa hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Ozean der Argumentation, um Nagarjuna zu erklären. Aber meiner Meinung nach, wenn du das versuchst, nur dieses Buch zu benutzen, wirst du ertrinken im Ozean der Argumentation. Es ist sehr lustig. Und er sagt, du brauchst unbedingt ein Boot. Du brauchst meinen Kommentar zu Tsongkhapas Kommentar zu Nagarjuna. Oder du wirst nie in der Lage sein, nach Guangzhou schwimmen zu können. Also brauchst du mein Schiff. Es ist irgendwie niedlich, er macht keine große Sache daraus. Er erwähnt es nicht. Aber diejenigen, die Bescheid wissen, sie wissen, dass er darüber spricht. Und du weißt, dass er auch über ein paar andere Dinge redet. Was sind die anderen Dinge? Hat Avatara irgendetwas bei euch ausgelöst? Avatara? Es gibt 2 berühmte Avatara. Bodhicharya Avatara und Madhyamaka Avatara, welches Chandrakirtis große Erklärung von Nagarjuna ist. Also benutzt er auch hier ein Wortspiel.
Chandrakirti avatarisiert dich und ich avarisiere dich auch. Ich werde dich in das Buch bringen. Ich werde dich auf deine Reise mitnehmen. Und Jukpa bedeutet oft, Avatara bedeutet oft, den Ozean zu überqueren. Es gibt also eine bestimmte Bedeutung von Avatara. Es ist eine geschickte Wortwahl, sowohl von Tsongkhapa als auch von Chone Lama, um sich heimlich auf Chandrakirti zu beziehen. Chandrakirtis Erklärung von Nagarjuna ist das beste Buch, das jemals für Leerheitslehren verwendet wurde. Nach Indien. Also nach Indien in Tibet ist Nagarjuna nicht unbedingt als das großartigste Buch aller Zeiten anzusehen. Es ist Chandrakirtis Erklärung von Nagarjuna. Chandrakirti lebte etwa 350 Jahre später, so ungefähr. Jetzt gibt es ein weiteres Wortspiel hier, nur für den Fall, dass ihr es wissen wollt, und wir könnten das den ganzen Tag machen. Aber wir werden versuchen, durch das Buch zu kommen. Rigpa, das bedeutet Logik oder eben Argumentation, aber das ist keine normale Schlussfolgerung. Dies ist ein geheimer Hinweis auf Rik-Tsok-Druk, die 6 Bücher der Argumentation, okay? Die 6 Bücher der Argumentation. Wer hat sie geschrieben? Nagarjuna. Und Weisheit ist nur eines von ihnen. Nick hat gerade die Übersetzung eines der Bücher beendet. Es heißt die 60 Verse. Wir haben beispielsweise Kette der kostbaren Juwelen, Ratnamala, sehr, sehr berühmt, sehr beliebt. Wir haben also 6 großartige Bücher über das Argumentieren und das an sich ist Kokyo. Es ist nicht offensichtlich. Ist es nur ein Buch über Argumentation? Ist es ein Text über Logik? Ist es ein Pramana-Text? Und sie sagen, nein, das ist es nicht. Was soll das bedeuten? Begründung für Leerheit. Gründe, um Leerheit zu beweisen. Und das ist an sich schon ein weiterer Hinweis auf eine berühmte Lehre von Lord Buddha, die besagt, bedeutende, intelligente Studenten, sie wollen Rigpa Taye. Das ist doch das gleiche Wort, oder? Taye bedeutet, sie wollen unendliche Erklärungen der Leerheit. Ein guter buddhistischer Schüler, ein Scharfsinniger. Tatsächlich ist das Maß für einen scharfsinnigen buddhistischen Schüler jemand, der viele Erklärungen der Leerheit will. Er fragt, okay, das habe ich verstanden, ich verstehe das Argument eins und viele, das ist klar. Ich habe das Argument Ursache verstanden. Hast du irgendwelche anderen Argumente für Leerheit? Also wirklich große Schüler und das Zeichen eines scharfsinnigen Schülers, eines hochintelligenten Studenten ist, was die Leerheit betrifft, dass er sich nach weiteren Erklärungen der Leerheit sehnt. Er bettelt um mehr Erklärungen zur Leerheit. Und die Art von Schüler, die nicht zufrieden sein kann und mehr Erklärungen über die Leerheit will, ist ziemlich genau die Art von Student, der die Leerheit direkt erfahren wird. Ich meine, das zeichnet ihn aus. Wie reagieren wir also auf Leute, die sagen, ah, das ist alles zu viel Gerede, das ist alles zu viel Logik, ach, das ist alles zu viel. Es ist irgendwie so, ja, es zeigt, wer du bist. Weißt du, eigentlich ist es eine Beleidigung für einen buddhistischen Schüler, einen Studenten zu sagen, dass er keine weiteren Belehrungen möchte. Oder er hat genug von den Belehrungen über Leerheit oder er ist müde. Er will losgehen und über das Nichts nachdenken. Und es wird als Fehler bei einem Schüler angesehen, wenn er nicht hungrig nach weiteren Arten von Gründen für die Leerheit ist. Dann sagen wir, er muss mehr lernen, damit er genug lernt, um zu wissen, dass er nicht genug gelernt hat. Und das ist unsere Abstammungslinie und es hat nicht mit meinem Lehrer angefangen, es hat nicht in Sedona angefangen. Es begann mit Nagarjuna. Und es begann mit Lord Buddha. Lord Buddha, wie viele Sutras und Tantras? 990 haben überlebt. Man sagt, dass es Zehntausende waren. Aber 990 direkte Belehrungen haben überlebt und wurden übertragen durch
ALL, außerordentliche Anstrengung, die alten Bücher zu retten. Sie haben alle 990 gerettet. Sie sind alle eingegeben. Sie sind alle frei online verfügbar. Und Gott segne John Brady und die Asian Legacy Library. Also, müssen wir die Möglichkeit schätzen, mehr Gründe zu lernen, warum Dinge leer sind, warum Dinge Leerheit haben. Und das bringt mich zu einem sehr großen Thema. Die Diamond Cutter Press und die Mixnuts, das sind die verrückten Übersetzer, die zu der Diamond Cutter Classics Übersetzergruppe gehören. Sie haben gerade ein neues Buch herausgebracht. Dank der harten Arbeit von Venerable Utpala, Venerable Jigme und Rosa van Grieken. Sie haben gerade das Buch Meditationen über Leerheit veröffentlicht. Ein Buch über Leerheitsmeditationen, wieder geschrieben von Chone Lama. Und es gibt, wie viele sind es? Es sind 58 Beweise der Leerheit, Entschuldigung, 38 Beweise der Leerheit. 38 verschiedene Wege, über Leerheit zu meditieren. Und wenn du ein scharfsinniger Schüler sein willst, ein intelligenter Student, musst du dir dieses Buch besorgen. Nun, einfach 38 Meditationen über Leerheit in ein Buch zu packen, ist eine ziemliche Quälerei, wenn man den Leuten nicht gleichzeitig Shamatha beibringt. Wenn man den Leuten nicht die Werkzeuge gibt, die Meditation über die 38 Arten der Leerheit zu lernen, und du haust ihnen einfach die 38 Arten der Leerheit hin, 38 Argumente der Leerheit, und du gibst ihnen nicht die Werkzeuge, um die meditative Konzentration zu entwickeln, die man braucht, um tief in diese Leerheitsmeditationen einzutauchen, dann würde ich sagen, dass dieses Buch nicht vollständig ist. Wir hatten also eine großartige Inspiration. Chone Lama hat uns inspiriert. Er sagte, verbinde dies mit einer Shamatha-Unterweisung. Das ist Vipassana, das sind 38 Meditationen über Leerheit. Verbinde sie. Besorge dir eine gute Shamatha-Lektion und verbinde sie mit diesen Meditationen, so dass du den meditativen Zustand erreichen kannst, den du brauchst, um wirklich über diese Beweise der Leerheit zu meditieren. Du wirst ein weiteres Buch brauchen, damit du lernen kannst, wie man über Leerheitsmeditationen meditiert. Wir hatten also eine Inspiration. Und wer uns inspiriert hat, war Nagarjuna. Nagarjuna schrieb ein Buch namens Die Stufen der Meditation, Bhavanakrama. Er schrieb ein Buch mit dem Titel Die Stufen der Meditation. Die Schritte, die Stufen der Meditation. Und es ist ein außergewöhnliches, sexy, schönes, ausgedehntes Gedicht über die Verbindung zwischen Leerheit und Meditation. Dann, etwa 500 Jahre nach ihm, sagte ein großer buddhistischer Lehrer namens Kamalashila, ich mag dieses Nagarjuna-Gedicht. Es ist ein großartiges Gedicht, aber es braucht ein paar mehr Details, ein paar praktische Details. Wie richtest du zum Beispiel deinen Meditationsplatz ein? Wie baust du deinen Altar auf? Was sind die häufigsten Probleme, auf die man stoßen wird, wenn man versucht zu meditieren? Er sagte, wir brauchen etwas mehr Struktur. Also stahl er den Namen von Nagarjunas Buch und schrieb ein Buch namens Bhavanakrama. Und danach musste er in verschiedene Regionen Indiens gehen, um es zu lehren. Er ging sogar nach Tibet, um es zu lehren. Und er hat es sogar Chinesen aus Zentralchina gelehrt. Es gibt also sozusagen 3 verschiedene Versionen von Kamalashilas Stufen der Meditation, dessen Namen, den er von Nagarjuna gestohlen hat. Diese 3 Versionen kann man sagen, eine von Chinesen, aus den ethnischen Chinesen, einen ethnischen Tibetern und Indern. Und wir haben immer noch alle 3. Alle 3 haben überlebt. Und wir haben sogar das Sanskrit für eine davon. Also haben wir den Vorschlag von Chone Lama angenommen und im Buch der Meditationen über Leerheit, da hast du Nagarjunas Stufen der Meditation übersetzt. Und dann hast du von Kamalashila, ich glaube, es ist die erste, vielleicht die dritte, jedenfalls eine seiner 3 Präsentationen, wo er den Namen gestohlen hat.
Es ist eine sehr praktische Anleitung zur Meditation. Ich bin noch nicht fertig. Pabonka Rinpoche, wie viele Jahre nach Kamala Shila? Im Grunde genommen 1000 Jahre nach Kamala Shila. Nun, nein, das ist zu viel. 14.200 oder so ähnlich. Er nahm Kamala Shilas Präsentation und fügte sie in sein Lamrim ein. Damit folgte er dem Beispiel von Jetson Kapa und machte eine wunderschöne, praktische Präsentation, wie man Kamala Shilas Meditation nutzen kann, um Nagarjuna zu lesen, um über Nagarjuna zu meditieren. Also haben wir das übersetzt und steckten es in das Buch. Und dann hat Pabonka Rinpoches Schüler Trijan Rinpoche, der Lehrer meines Lehrers war, ein unglaubliches Poster geschnitzt, genannt die Stufen der Meditation. Er klaute den Namen. Es heißt, ein Dieb, der nachts nach Hause kommt, nachdem er das Fernsehgerät aus dem Haus eines Mannes gestohlen hat, wurde auf dem Heimweg überfallen. Der Räuber schlug den Dieb. Das bedeutet, nun, du weißt schon, Trijan Rinpoche hat den Namen gestohlen, den Pabonka von Kamala Shila gestohlen hat, der ihn von Nagarjuna gestohlen hat. Sie benutzen alle denselben Namen. Warum erzähle ich das? Wenn du wirklich meditieren willst über diese Leerheitslehren, die du bekommst, dann schlage ich vor, dass du dir dieses Buch besorgst. Es heißt Meditation über Leerheit. Es ist auch von Chone Lama. Es hat die schönsten Belehrungen darüber, wie man meditiert, die zu schwierig sind. Und du brauchst wirklich jemanden, der schon viele Meditationen gemacht hat. Die ideale Kombination wäre ein menschliches Wesen, das noch am Leben ist, das dich einführen kann in diese Schritte der Meditation und der dich durch die Meditation führt, wie man Shamatha entwickelt. Und dann zu der Bedeutung, der tieferen Bedeutung von Vipassana oder Leerheit gelangt. Und so sind wir sehr glücklich, dass John Brady, der Direktor von ALL, Asian Legacy Library, und seine Frau Connie O'Brien, die die Direktorin des YSI ist, dem Institut für Yoga-Studien, aufgrund der Bitte von Menschen auf der ganzen Welt, sie sind dem nachgekommen, ein Buch über Meditation zu schreiben oder eine Reihe von Anweisungen, die zu einem Buch werden sollen, darüber, wie man die wichtigsten Meditationen über Leerheit durchführt, mit einer großen Betonung auf die Technik der Meditation und darauf aufbauend in eine Technik zum Retreat. Sie haben beide das 3-Jahres-Retreat durchgeführt. Das große Retreat. Also denke ich, dass es sehr sexy wird. Wir haben Nagarjunas Buch über die Leerheit, Weisheit. Und dann haben wir Nagarjuna, der dich die Schritte der Meditation lehrt. Und wir haben Kamala Shila, der diese praktischer macht. Außerdem haben wir dann auch noch Pabonka, der sie sogar noch praktischer macht. Wir haben Trijan Rinpoche, der sie nochmal praktischer macht. Und dann haben wir die O'Bradys, die einem beibringen, wie man es in der modernen Welt anwendet. Nagarjuna, Kamala Shila, diese Jungs haben nicht in der Welt des Internets und des Flugzeugs gelebt, auch nicht des Autos. Und wir sind so glücklich, dass wir John und Connie haben, die das machen. Ich ermutige euch also dazu, diese Meditation zu befolgen und diese Videos und dem Buch, sobald sie online erscheinen. Kommen wir zurück zu, ich kann sehen, Geshe-la ist. Also, lasst uns zum Titel zurückkehren. Lasst uns mit dem Titel abschließen. Ein Schiff zum Überqueren des Ozeans der verschiedenen Erklärungen der Leerheit. Das heißt, ich biete dir ein Schiff an, um Weisheit zu erfassen. Ich biete dir ein Schiff an, um die Bedeutung dieses extrem tiefgründigen, uralten Buches, welches das Mutterbuch ist, zu verstehen. Es ist das Mutterbuch aller Bücher über die Leerheit. Das ist also der Titel. Wir bekommen hier eine Werbung für das Mutterbuch, wie man den Ozean des Mutterbuchs der Leerheit überquert. Genau das werden wir in der nächsten Klasse machen.
Wenn wir anfangen, uns mit den verschiedenen Kapiteln zu beschäftigen, den Themen der unterschiedlichen Kapitel, wenn wir diese verschiedenen Kapitel durchgehen, um herauszufinden, was es mit der Leerheit zu tun hat. Laut Nagarjuna. Wir sehen uns in der nächsten Stunde. Ich danke euch.